Ja, warum nicht gleichzeitig Sonne und Regen? Guten Morgen, willkommen in La Palma. Spät nachts waren wir am Vortag auf La Palma gelandet und dementsprechend langsam fällt der Start am nächsten Morgen aus. Auch das Wetter trägt seinen Teil bei, aber irgendwann ist es dann soweit. Wir gehen auf Erkundungstour. Wir machen Santa Cruz de la Palma unsicher. Nicht nur die Replika eines von Kolumbus Schiffen macht gleich zu Beginn unserer Besichtigung klar, hier bestehen starke Verbindungen in die Karibik. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wanderten viele Bewohner von Santa Cruz als Resultat einer Wirtschaftskrise nach Kuba und Venezuela aus und kehrten im 20. Jahrhundert wieder zurück. Viele Familien auf La Palma haben heute noch Verbindungen zu diesen Ländern und irgendwie spürt man das in der Stadt sehr. Santa Cruz de la Palma ist die Hauptstadt von La Palma. Ich bin begeistert von dieser Stadt. Es ist so wunderschön prächtig. Verwirrung stiftet übrigens auch der Umstand, dass auch die Hauptstadt Tenerifas Santa Cruz heißt. Die Hauptstadt Gran Canarias, Las Palmas, wird wiederum gerne mit der Insel La Palma verwechselt. Aber mit der Zeit kommt man da rein und wenn man den Orten mal Bilder zuordnen kann, ist Schluss mit den Verwechslungen. Gut erhalten und authentisch. Ich könnte eine ganze Woche hier verbringen. In dieser Stadt fühlt man sich ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt. Es ist alles im Kolonialstil und man kann sich vorstellen, wie es hier war, vielleicht als Seefahrer, sich auf die nächste Amerikareise vorzubereiten, hier Wasser und Vorräte zu bunkern. Vielleicht auch als Händler hier in der ersten Reihe am Hafen eines dieser schönen Häuser mit den prächtigen Balkonen zu besitzen. Das war sicher kein schlechtes Leben damals und auch heute gefällt uns die Stadt sehr gut. Alles darf man nicht glauben, was man im Internet liest, denn auf La Palma gibt's angeblich kein Windsurfen und Wingfoilen. Alfred schaut sehnsüchtig aufs Wasser. Bei Café de Don Manuel haben wir einen der besten Cafés gehabt. Da haben wir gleich ein paar Bohnen mitgenommen. Specialty Coffee ist auf der Kanarenreise nicht so einfach zu finden, aber hier haben wir jetzt mal zugeschlagen und uns fürs zumindest nächsten Monat wieder eingedeckt. Wieder versorgt. Außerdem ist es hier sehr gemütlich drin zu sitzen in so einem Innenhof im Kolonialstil und wir haben es sehr genossen. Zwischendurch schaut immer wieder der Nieselregen vorbei und so verbringen wir gemütliche Stunden im Camper, spazieren zum Supermarkt und treffen uns abends mit Mama zum Essen. Am nächsten Tag scheint sich die Sonne durchgekämpft zu haben und Ruby meint, jetzt ist ihre Zeit gekommen. Heute haben wir schon wieder einen Nieseltag mit starkem Wind. Kann noch heiter werden hier auf der Insel. Liebe Grüße an der Stelle an den lieben Manuel, der uns den Kanal Ruben Earth auf YouTube empfohlen hat. Ein spanischer YouTuber, der auch auf den Kanaren unterwegs ist. Manuel, ich glaube, du kennst den Van hier.
Wenn sich die Einwohnerzahl gefühlt verzehnfacht hat und man auf den Straßen kaum mehr durchkommt, dann liegt natürlich wieder mal ein Kreuzfahrtschiff im Hafen. Das spürt man bei diesen kleinen Städtchen immer ziemlich deutlich. So, jetzt hat man noch ein lustiges YouTuber-Meeting mit dem Ruben von Ruben Earth sowie seiner charmanten Begleitung Sierra von Sierra Into the Wild. Wir schlagen die Route in den Norden ein und hoffen, dass das Wetter halbwegs mitspielt. Die Ola war gerade im Wasserlohn und dort gab es einen TV und dort wurde von Gran Canaria berichtet, dass dort Zentimeter wo der Schnee liegt, von Teneriffa ebenfalls. Und wir hoffen, dass es hier nicht ganz so schlimm ausfällt. Wir fahren jetzt einfach mal an der Küste entlang und schauen, was wir dort sehen. Ein paar kleine Besorgungen stehen noch an und Euler ist mittlerweile nicht nur beim Tierarzt fit in Sachen Spanisch, sondern bekommt auch Katzen-Smalltalk mit den Locals hin. Sí, estamos viajando con el gato. Vor dieser Reise haben wir nämlich beschlossen, endlich mal richtig Spanisch zu lernen, haben fleißig geübt und dafür verschiedene Hilfsmittel ausprobiert. Eine der Apps, die wir benutzen, ist Rosetta Stone. Diese App haben wir euch schon vor einigen Videos vorgestellt und wir freuen uns, dass euer Interesse daran so groß war, dass Rosetta Stone auch das heutige Video noch einmal sponsert. Vielen Dank dafür. Die Besonderheit von Rosetta Stone ist, dass es euch Sprachen so beibringt, wie ihr als Kind eure Muttersprache gelernt habt. Está patinando sobre hielo. Su equipo de béisbol ha perdido el partido. Auf Grammatiktabellen wird verzichtet, stattdessen lernt ihr mit audiovisuellem Material, vielen Übungen El gato ve al pez. und durch Nachsprechen, denn dank Spracherkennung wisst ihr dann auch gleich, ob euch die Canarios verstehen werden. Mi hobby es estudiar español. Mi hobby es estudiar español. Mi hobby es estudiar español. Die App erlaubt euch die Auswahl von verschiedenen Themengebieten, sodass ihr euch zum Beispiel besonders auf Restaurantbesuche, Reisen oder ähnliches vorbereiten könnt. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr Lifetime-Zugang zu Rosetta Stone, das heißt ohne laufende Abokosten mit einer einmaligen Zahlung habt ihr unbeschränkt Zugriff auf die App. Und zwar nicht nur auf eine einzelne Sprache, sondern auf alle 24 Sprachen, die enthalten sind. Mit unserem Rabattcode ist der Preis zusätzlich nochmal für euch vergünstigt und ihr habt die Möglichkeit, die App 30 Tage risikofrei zu testen. Kleines Fazit zu Santa Cruz de la Palma. Wunderschöne Stadt. Also das ist die schönste bislang auf diesem Trip. Fühlt sich total echt an und ist gleichzeitig wunderhübsch. Heute mit dem Kreuzfahrtschiff touristisch, geht nicht anders. Aber gestern und vorgestern war es sehr, sehr schön. Ab geht's in den Norden. Ortskundige unter euch werden sich jetzt vielleicht fragen, warum wir ob des unbeständigen Wetters nicht lieber den Weg in den Süden eingeschlagen haben. Das liegt daran, dass Mamas nächste Airbnb-Unterkunft im Nordwesten der Insel in Punta Gorda liegt. Und so ist das dann halt mit fix gebuchten Unterkünften und dem Wetter. Etwas nördlich von Santa Cruz blicken wir noch einmal zur Stadt zurück, entdecken so durch Zufall den offiziellen Wohnmobilstellplatz der Stadt und sehen, dass auch das Kreuzfahrtschiff nun, da alle YouTuber aufgebrochen sind, keinen Sinn mehr darin sieht, in der Stadt zu bleiben. Hier gäbe es einen schönen Wanderweg, aber leider passt das Wetter heute nicht. Es ist nass und rutschig und alles voller Schlamm. Wohin man auch blickt, Bananen. Sogar Ruby ist beeindruckt angesichts der riesigen Bananenplantagen und der allgemein sehr beeindruckenden Landschaft. Wir entschließen uns zu einem Abstecher zum Charco Azul. Ruby leitet uns zielstrebig die steile Straße nach unten, die für Wohnmobile mit Vorderradantrieb wohl auf ewig zur Einbahnstraße würde und deren Befahrung ohnehin nicht erlaubt ist.
Dass verbotene Hunde hier verboten sind, findet Ruby sympathisch, aber sie bleibt auf der Hut, denn vielleicht sind ja erlaubte Hunde erlaubt. Als Katze fühlt sie sich jedenfalls nicht angesprochen. Badestrände gibt es auf La Palma nur wenige, denn meist hat man es mit felsiger Steilküste zu tun, wo Wellen und Strömungen dann gefährlich sein können. Dafür gibt es eben die Charcos, also Naturschwimmbecken, wo Felsen die Brandung abhalten und man dahinter dann halbwegs sicher baden kann. Aber wie wir schon auf Gran Canaria festgestellt hatten, auch das klappt nicht jeden Tag, denn auch hinter den Wellenbrechern kann es ganz schön unruhig sein. Die Ruby sagt, hier bleiben wir. Wir können jetzt leider nicht zurück zum Camper, Regen hin oder her, denn hier ist der beste Platz, um sich zu wälzen. Hier riecht's gut. Jetzt hat sie den Regen doch bemerkt. Komm, komm Ruby, let's go! Der Regen hat uns wieder eingeholt, für uns geht's weiter und am Weg aus dem Ort hinaus entdecken wir noch einen offiziellen Wohnmobilstellplatz. Wir wollen aber noch ein Stück weiterfahren. Trotz des suboptimalen Wetters lässt sich eines nicht leugnen, La Palma verdient seinen Beinamen La Isla Bonita völlig zu Recht. Es ist wunderschön hier, doch beim Weg ans Meer muss Euler die Augen schließen. An diese steilen Stichstraßen muss man sich auf La Palma gewöhnen. Über das Stellplatzangebot kann man an diesem Küstenabschnitt nicht schimpfen. Auch hier am nächsten Schwimmbad, den Piscinas de la Fajana, gibt es wieder einen Platz für uns. Leider ist aber die V&E-Station nicht in Betrieb. Wie so oft auf den Kanaren ist die Infrastruktur eher auf die Sommermonate ausgerichtet. Wir schlafen aber gut in völliger Stille bis aufs Rauschen der Wellen und genießen dann einen angenehmen Morgen hier in der Umgebung. Ein schöner Tag. Es hat regnerisch angefangen, aber die Sonne ist jetzt draußen und wir zwei genießen die Natur, während der Gerfried noch am Computer das nächste Video zusammenschneidet. Und kaum habe ich das gute Wetter gelobt, sieht es schon wieder nach Regen aus. Wir müssen schnell nach Hause. Sehr, sehr wechselhaft heute. Wir wechseln uns ab zwischen warmer Kleidung und T-Shirt. Wenn die Sonne da ist, ist es wunderbar warm. Dann regnet es wieder. Sehr, sehr unbeständig. Wir haben das Nieselwetter jetzt als Arbeitszeit genutzt, aber jetzt ist dann Zeit aufzubrechen und ein bisschen von der Insel zu sehen. Generell sehr, sehr schön. La Isla Bonita verdient ihren Namen völlig zu Recht, aber das Wetter könnte ein bisschen besser mitspielen. Mit die schönsten Flecken soll es ja ein Bergland geben, aber das hat halt bei dem Wetter überhaupt keinen Sinn, da in die Wolken zu fahren. Da hoffen wir noch auf schönere Tage, einstweilen bleiben wir an der Küste und fahren jetzt einfach mal gegen den Uhrzeigersinn weiter um die Insel.
Ein bisschen froh bin ich schon, dass wir jetzt die ganz steile Rampe hier hinter uns haben. Da geht es ganz schön runter und rauf zum Meer. Und auf nassem Asphalt weiß man halt nie, wie griffig es ist. Aber uns ist gestern schon zu Fuß aufgefallen, dass die hier einen sehr griffigen Asphalt verwenden. Die wissen schon warum. Eigentlich hätte es ab Mittag sonnig sein sollen, hat leider nicht geklappt. In Richtung Punta Gorda gibt es jetzt leider keine Möglichkeit, so richtig an der Küste zu bleiben. Es ist eine Steilküste und da führt die Straße drüber hinweg und man muss relativ weit rauffahren. Ja, mit dem Resultat, dass wir jetzt im Nebel, in der Wolke unterwegs sind und nichts mehr sehen. Es gäbe sicher schöne Ausblicke, aber tatsächlich sehen wir nichts. Und so haben wir jetzt nicht die allerbesten Eindrücke von der Nordküste von La Palma. Schade, denn die ist wunderschön. So viel Grün haben wir seit langem nicht gesehen. Nicht mal auf La Gomera war es ganz so grün. Ja, schön anzusehen. Wir hoffen, das wird noch besser. Ziemlicher Temperaturschock hier oben. 9 Grad zeigt das Thermometer, beträchtlich kälter als unten an der Küste. Jetzt heißt es umziehen. Wir haben die Sonne gefunden, aber ich befürchte nur temporär fürs Erste. Kurz vor Punta Gorda heißen uns blühende Mandelbäume willkommen und auch die Sonne ist zurück, doch wegen der Höhenlage sollte man die Temperaturen nicht unterschätzen. So, wir haben genug von der Kälte und wir haben eine Lösung dafür. Meine Mama ist hier nach Punta Gorda in ein Airbnb umgezogen und dort gibt es einen offenen Kamin und da gehen wir uns jetzt aufwärmen. When we wake, hear the birds and see the sun. Guten Morgen und da ist sie wieder, die Sonne. Auf eines haben wir gestern Nachmittag aber vergessen, die Park 4 Night Gegenprobe. Wir waren da ein Stückchen an der Hauptstraße entlang beim Supermarkt und ich habe gesagt, ich gehe inzwischen zu Fuß einen möglichen Parkplatz für die Nacht suchen. Habe dann diesen Parkplatz hier gefunden. Wir waren völlig alleine, waren dann bei meiner Mama am offenen Kamin, wie besprochen, und als wir zurückkamen, hatten wir einen Kollegen und dann haben wir in Park 4 Night nachgesehen. Natürlich ist der Parkplatz drin. Der Parkplatz ist offensichtlich nicht alt, der ist noch nicht mal ganz fertig und eingetragen wurde er genau vor einer Woche. Warum muss man jeden Parkplatz kartografieren? Heute wäre sogar die Aussicht auf die blühenden Mandelbäume schön, aber die hat jetzt niemand von uns. Wo muss er sich hinfriemeln, dieser Kuschelparker? Direkt neben uns und dann noch mit der Eingangstür zu unserer Eingangstür, sodass wir morgens schon Hallo sagen mussten vor dem ersten Café, wo mich das nicht die Bohne interessiert. Ein bisschen mitdenken und rückwärts einparken üben. Genug geschimpft, weiter geht's mit dem Tag. Guten Morgen. Auf Anraten von Euler haben wir das jetzt gelöst. Da haben wir uns jetzt einmal rundherum geparkt. Viel besser, oder? Schauen wir mal, ob sich jetzt der Kuschelparker beschweren kommt. So ist's besser. Seht euch das mal an. Wir haben erst gestern die kurzen Sachen weggepackt, irgendwo hinten in die Schränke, weil wir dachten, bei dem Winterwetter wird es in den nächsten Tagen wohl nichts. Und was ist am nächsten Tag am selben Punkt? Heiß, heiß, heiß. Der Wetterbericht sagt maximal 15 Grad heute. Kann nicht stimmen. Es ist nicht auszuhalten in langer Kleidung, obwohl es jetzt erst 10 Uhr vormittags ist. Glaubt dem Wetterbericht nichts auf den Kanaren in keiner Hinsicht. Ob wir die falsche Richtung eingeschlagen haben? Nach nur wenigen Kilometern
Mehr als 5 waren das jetzt nicht. Sind wir schon wieder mitten in der Wolke und hoffen, dass es wieder besser wird. Wir sind unterwegs Richtung Tijaraffe. Ein erster Teilerfolg, wir sehen die Küste wieder. Hier soll es eine V&E-Station geben, nur die Einfahrt war steil und in so einem Winkel, der für uns nicht machbar war. Jetzt mussten wir weiterfahren, umdrehen und jetzt versuchen wir es und hoffen, dass es klappt. Ja, auch von der anderen Richtung ist es nicht lustig hier reinzufahren, weil fast alle Straßen, die von der Hauptstraße runterfahren, sind unglaublich steil und das auch manchmal verwinkelt und ich habe da so unglaublich Angst. Ich muss immer die Augen zumachen und dem Gerfried das fahren lassen, sonst ist mir einfach schlecht beim Zuschauen. Es lohnt sich wirklich hier vorsichtig zu sein auf La Palma. Nicht alle Straßen sind Camper geeignet, vor allem wenn es dann Gegenverkehr gibt. Es ist sehr, sehr steil, es gibt teilweise scharfe Serpentinen und ja, wenn es dann noch regnet und rutschig ist, da kann man schon mal stranden an irgendeinem Strand. Wir wollen heute auch zu einer Schmugglerhöhle fahren, aber das werden wir nicht komplett machen, sondern oben im Ort parken und den Rest dann zu Fuß erledigen. Alles da? Wunderbar. Vom Rauffahren haben wir etwas Angst. Der Stellplatz und V&E-Platz in Tijaraffe ist einer der wenigen auf der Insel, aber ich glaube, hier wird man nicht bequem bleiben können. Der Nachbar steht schon auf Keilen und noch immer nicht gerade. Aber wir sind schon froh, dass wir mal das Grauwasser loswerden und Frischwasser bekommen. Das ist auch ziemlich schwierig. Eine der schwierigsten Inseln, ähnlich Fuerteventura hier, obwohl die hier ja Wasser haben, aber da gibt es halt noch ganz wenig Camperinfrastruktur. Wobei, es hätte gestern in Punta Gorda sogar einen Campingplatz gegeben, war uns nur zu mühsam, da muss man sich voranmelden und reservieren und wenn es nicht spontan geht, dann ist es nicht für uns. Den Platz findet ihr südlich von Tijaraffe, wie so oft, am Friedhof. Nachdem es hier so schön ruhig ist und wir mal nicht bedrängt wurden an der Entsorgungsstation, anders als auf Teneriffa, haben wir gleich Haare waschen, Haarschnitt, Duschen und so weiter untergebracht. Jetzt kommt das Abwasser nochmal weg und dann geht's weiter. Steil ist es hier. Mehr zu den steilen Straßen auf La Palma und Wanderungen zu Piratennestern im nächsten Video. Dort erfährst du dann auch, warum sich Euler hier in den Kofferraum eines Defenders zwischen einen alten Herd und Gartenwerkzeug zwängen musste. Bis es soweit ist, hier noch einmal einige Eindrücke unserer ersten Tage auf La Palma, nachdem die Bildershow beim letzten Mal recht positiv von euch aufgenommen wurde. Wir sehen uns beim nächsten Mal.